den USA entladet sich seit Wochen die Wut von tausenden schwarzen Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. I can't breathe! I wanna breathe! We stand at a critical point in history. Give black people their rights. Viele sehen den Grund für diese Wut in der ignorierten Geschichte von über 250 Jahren Sklaverei und 100 Jahren Rassentrennung, die von den Amerikanern nie wirklich aufgearbeitet worden ist. Ja, und was bedeutet das jetzt für die Schweiz? Auch da ist die Diskussion um Rassismus nicht neu. Mein Haus ohne Ausländer, ohne Ausländer, wie lange? Am Schluss, wir sind ja alle gleich irgendwie Menschen. Europäer sind deutlich beliebter als Türken, Afrikaner und Araber. Wir sind als Dreckmenschen beschimpft worden. Etwas scheint aber heute gleich anders zu sein. Es wird nicht mehr gefragt, ob die Schweiz eine rassistische Vergangenheit hat, sondern eher, wie sie sich dieser stellen soll. Jetzt sind die Leute nicht auf und nicht. Wir sind alle da, gemeinsam. Wir wiederholen das gemeinsam. Wie so oft ist die Debatte recht angeheizt. In diesem Land haben wir es nicht nötig, über Rassismus zu diskutieren. C'est la vie, et la vie continue. Aber heute schauen wir mal in die Vergangenheit und stellen uns die Frage, wie rassistisch ist die Schweiz gewesen? Und vor allem, wie hat sie von diesem Rassismus profitiert? Wenn man Buch über die Geschichte der Schweiz googelt, dann kommt das da als erstes. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder ein freiwilliges Buch über die Geschichte der Schweiz in die Hand nehme. Aber nichtsdestotrotz gibt uns das Buch wahrscheinlich einen guten Überblick über die Geschichte der Schweiz. Und wie hat die überhaupt ausgesehen? Uri Schweiz und Unterwalden gründen auf dem Rütli die Eidgenossenschaft. So haben wir es noch gelernt in der Schule. Nach dem Motto «Freiheit steckt an», wachse die Eidgenossenschaft schnell und befreie das Land von den habsburgischen Tyrannen. Genau, aber in diesem Buch steht noch ganz viel mehr. Zum Beispiel, dass der Rütli-Schwur von 1291 gar nicht einmal so wichtig in der Schweizer Geschichte war. Das Wort Eidgenoss kommt zum allerersten Mal nicht 1291 vor, sondern im Morgartenbrief von 1315. Aber man hat sich festgelegt auf 1291. Auch könnte man zum Beispiel das Gefühl haben, dass 1291 unter den Eidgenossen so etwas wie eine Einheit geherrscht hat. Nur haben sie sich noch mehr als einmal gegenseitig brutal ermordet. Und dazu kommt, dass jede Ortschaft ein kompliziertes Netzwerk an Bündnissen und Abkommen hatte. Unter anderem auch mit dem grossen Feind Habsburg. In den Geschichtswissenschaften würde man den Rütli-Schwur als sogenannten Mythos bezeichnen. Das heisst nicht, dass der Rütli-Schwur erfunden worden ist, sondern dass es für die Bildung einer Nation eigentlich nicht wirklich darauf ankommt, welches Geschichtchen aus der Vergangenheit pickt. Hauptsache, der Mythos gibt einem das Gefühl von Einheit. Mit Mythen kann man nicht nur beschönigen, sondern Mythen können uns auch über andere Teile der Geschichte hinweg schauen lassen. Bei aller Schweizer Neutralität, aller Demokratie und liberalen Werten, die die Schweiz hat, ist es mega einfach, sich einzureden, dass die Schweiz nicht von strukturellem Rassismus, wie zum Beispiel Sklavenhandel oder globalem Kolonialismus, profitiert hat. Aber heute weiss man nicht nur, dass die Schweiz involviert war im globalen Sklavenhandel, sondern auch wie. Die Entdeckung und die anschliessende Unterwerfung von Amerika bedeutet einen ganzen Kontinent voller neuer Möglichkeiten. Um die europäische Nachfrage an Kolonialwaren zu decken, werden zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert 11 bis 30 Millionen schwarze Afrikaner aus ihrem Leben gerissen und versklavt. Aber das waren ja nur Kolonialmächte. Wie hat die Schweiz davon profitiert, die keine Kolonien hatte und keinen Anschluss ans Meer? Die Antwort darauf ist einfach: durch Unternehmer.
Das ist eine Auswahl von Schweizern, die selber Sklaven gehalten haben. Die Liste von denen, die finanziell am Sklavenmarkt beteiligt waren, ist ein bisschen grösser. Es wird vermutet, dass Schweizer an rund 1,5% vom globalen Sklavenhandel beteiligt waren. Das mag jetzt nicht nach viel tönen, aber pro Kopf abgerechnet könnte man sagen, dass ein Schweizer damals mehr von der Sklaverei profitiert hat wie ein Franzose. Wie viel vom wirtschaftlichen Erfolg von dieser Zeit auf die Sklaverei zurückzuführen ist, kann man nur spekulieren. Aber klar ist, dass die Schweiz auf die eine oder andere Art sicher profitiert hat. Ironischerweise sind es oftmals die, die für Sklaverei waren, auch die, die sich für eine bessere Schweiz engagiert haben und Spitäler, Regierungsgebäude oder Infrastruktur gestiftet haben. An dieser Stelle muss man erwähnen, dass alle europäischen Staaten damals in irgendeiner Form von Sklavenhandel und Kolonialismus profitiert haben. Aber eben auch die kleine, neutrale Schweiz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird die Sklaverei weltweit abgeschafft. Das Gefühl, dass man Schwarzen überlegen ist, bleibt. Der Rassismus richtet sich aber nicht nur gegen Schwarze. Hörst du noch Italiener? Ich würde ihnen also nicht allzu viel zutrauen. Alle befragten Personen erwähnen Erfahrungen oder Beobachtungen rassistischen Verhaltens. Das Resultat 2014 zeigten 24% der Befragten eine systematisch fremdenfeindliche Haltung. Egerkingen noch ein N vorher machen. Wir hassen in der Schweiz nicht. Wenn sie von Marokko, die machen die Schweiz kaputt. Ein toter Albaner ist ein guter Albaner. Auf dem Meer draußen drauf schießen, Asylheime anzünden. Perverse Drecksteufel. Wenn Rassismus nicht so aussieht, wie denn? Muss man sich jetzt als Schweizer schlecht fühlen? Kann man. Muss man aber nicht. Genauso wenig, wie man beim Gedanken an den Rütli-Schwur Stolz empfinden muss. Tatsache ist aber, dass die Schweizer Beteiligung am Sklavenhandel in diesem Buch über Schweizer Geschichte nicht mit einem Wort Erwähnung findet. Das heisst nicht, dass jetzt irgendjemand von uns die Schuld ist. Es heisst lediglich, dass sich unser Wissen über die Vergangenheit von unserem Land sich über die Zeit vergrössert. Und das ist gut so. Das bedeutet aber auch, dass wir uns unsere Geschichte immer wieder vor Augen halten müssen und uns hinterfragen müssen, welche Mythen wir uns eigentlich erzählen und welche von denen überhaupt noch stimmen. Und jetzt sind genau die Nachfahren von den Menschen, die am meisten ausgebeutet worden sind, an der Spitze dieser Veränderung. Und das könnte in meinen Augen nicht passender sein.